Hallo, mein lieber Wassermann, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Wassermann, alles Gute zum neuen Jahr 2025. Ich hoffe, dass all deine Wünsche, all deine Träume in Erfüllung gehen, und vor allem hoffe ich auch, dass du den Mut hast, den ersten Schritt zu gehen in Richtung Wunscherfüllung, in Richtung Traumleben, weil dort hapert es oft, dass wir vielleicht Angst haben oder dass wir nicht den Weg sehen oder Lösungen auch nicht erkennen. Und ich wünsche dir, dass du Chancen erkennst, dass du den Mut hast, auch Chancen anzunehmen und deinen Weg gehen kannst. Denn, lieber Wassermann, dieses Jahr wird sehr spannend für dich, weil Pluto ist im Sternzeichen Wassermann. Das heißt, hier könnten wirklich auch noch alte Mauern nochmals eingerissen werden, also abgerissen werden, die nicht mehr zu uns gehören. Wege können sich verändern und auch tiefe Erkenntnisse können sich zeigen. Es geht wirklich um Transformation. Und diese Phase wird dich etwas länger begleiten, aber 2025 ist so ein bisschen der Start von dieser Phase. Wehrt man sich dagegen, kann es sein, dass sich das Leben zäh anfühlt. Fließt man aber mit dieser Energie mit, dann können Dinge passieren, Wünsche können in Erfüllung gehen und du kannst in eine Entfaltung kommen, von der du vielleicht gar nicht gewusst hast, dass das überhaupt in dir liegt oder da liegt. Darum nutze die Chance, was dir das Universum bringt, wird sicher ein sehr spannendes Jahr. Lieber Wassermann, denk dran, bei dieser Jahreslegung, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, und biege nichts zurecht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Wassermann, dein Jahr 2025. Lieber Wassermann, dein Jahr 2025. Für die Wassermänner, die im Januar geboren sind, kann das ein Jahr sein, die interessante Begegnungen bringen, vielleicht auch schicksalshafte Wendungen. Und es geht auch darum, mehr in die Leader-Position zu kommen, also mehr nach vorne zu streben im eigenen Leben. Das muss jetzt nicht nur beruflich sein, das kann auch privat sein, in der Liebe, Gesundheit, aber so ein bisschen die Verantwortung über das eigene Leben annehmen und in die Handlung gehen. Bei Februar Wassermann geht es auch um das nach vorne streben, aber vor allem liegt dort noch eine Essenz von Thema Spiritualität. Also bei einigen könnte sich der Weg mehr im spirituellen Bereich zeigen. Oder es geht auch darum, um spirituelle Erwachen oder Bewusstseinserweiterung. Schauen wir mal, lieber Wassermann, dein Jahr 2025. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Lieber Wassermann, wir haben Ass des Handelns und 5 des Handelns. Lieber Wassermann, deine Engel wollen dich wissen lassen, dass deine gegenwärtige Herausforderung dich dazu drängt, Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen. Sei bereit, für dich selbst einzustehen und deine Position zu verteidigen. Du hast das Recht, dich von Personen fernzuhalten, die unerwünschtes Drama in dein Leben bringen. Ja, ich sehe das bei einigen, geht es wirklich nochmals darum, so ein bisschen auch das Umfeld aufzuräumen. Es hört sich so etwas brutal an, oder mehr Grenzen setzen zu können, sich nicht mehr beeinflussen zu lassen oder verunsichern zu lassen. Weil es kann sein, dass einige, das kann der Partner sein, es können die Kinder sein, es können Freunde sein, Nachbarn, egal wer, es kann sein, dass einige deinen Weg nicht verstehen, den du gehen möchtest.
oder deine Handlungen nicht verstehen, deine Entscheidungen nicht verstehen. Und hier ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du dir treu bleibst. Darum frag dich im Jahr 2025 jedes Mal, wenn du einen inneren Konflikt fühlst, einen Zwiespalt fühlst oder ein schlechtes Gewissen hast, weil du vielleicht jetzt für dich gehandelt hast, frag dich immer wieder, bleibe ich mir jetzt selbst treu? Oder möchte ich es anderen einfach recht machen? Treue zu dir selbst ist ein sehr großes Thema und du wirst gefordert, weil du kannst nur deinen Weg gehen, deine Ziele erreichen, wenn du dir das ganz fest zu Herzen nimmst. Deine Wahrheit sprechen und nicht die Wahrheit von jemand anderem. Denn nur so kann sich dieser Weg auch öffnen und sich dir auch zeigen. Sehr eine intensive Energie übrigens. Falls du dieses Jahr schon, also letztes Jahr schon das Thema hattest, so ein bisschen Umfeld, wird sich das nochmals zeigen. Dann kommen vielleicht die letzten Verstrickungen, die du endlich freigeben kannst. Machen wir weiter. Lieber Wassermann, dieser Schutzengel kündigt eine Zeit wundervoller neuer Möglichkeiten im Bereich deiner Kreativität, Karriere oder bezüglich der Realisierung deines Traumes an. Dies ist eine Karte des Handelns. Falls du bisher eher gezögert und die Dinge aufgeschoben hast, ist es jetzt an der Zeit, aktiv zu werden. Zudem ist jetzt der perfekte Moment, ein neues Geschäft zu starten. Vertraue auf deine Fähigkeiten. Ich kriege Gänsehaut. Oh, das ist ganz starke Karte. Also hier nicht mehr hinauszögern. Keine Ausreden mehr, jetzt. Ganz, ganz wichtig, in diesem Jahr den ersten Grundbaustein setzen, vor allem wenn dein Thema die Selbstverwirklichung ist und die Karriere ist. Auch natürlich, wenn du andere Themen hast, wie auch Liebe, dass du dir wirklich die große Liebe wünschst. Es geht jetzt darum, auch in die Handlung zu gehen und deinen Traum zu erfüllen. Und das heißt nicht, dass du in eine Art Kampfmodus wechseln sollst und das erzwingen sollst, überhaupt nicht. Aber erschaffe dir so Stück für Stück dein Leben, so wie du es wirklich, wirklich möchtest. Einfach Stück für Stück. Und ich sehe, dass ganz viele das länger schon hinausgezögert haben. Ich sehe das auch oft. Ich kenne ganz viele, die immer auch wieder sagen, ich mache das erst, wenn mein Kind in der Schule ist. Und dann ist das Kind in der Schule und dann heißt, ich mache das erst, wenn das Kind aus der Schule ist, also im Studium oder in der Lehre, Ausbildung. Und dann ist das Kind in der Ausbildung, das ja, es geht noch nicht, ich muss noch da sein. Ich mache das, wenn das Kind aus dem Studium ist oder aus der Ausbildung und nachher ist es aus der Ausbildung, dann heißt ja, ich mache das erst, wenn das Kind ausgezogen ist, weil es wohnt ja noch zu Hause, ich muss ja noch da sein für Wäsche und Kochen. Das sind alles Ausreden, weil man Angst hat, den Weg zu gehen. Unbewusste. Erkenne deine Ausreden. Also die Karte sagt ganz klar, jetzt, Stück für Stück. Versuche es langsam zu realisieren, das, was du dir wirklich wünschst. Wenn du dir ein Haus am Meer wünschst, dann realisiere es langsam. Du musst es noch nicht im 25 haben, aber den Weg dorthin schon gehen. Es geht mehr darum, dass du den Weg gehst, nicht, dass du das Ziel schon erreichst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Den Weg jetzt schon gehen. Ganz, ganz wichtig. Und da kann es eben sein, dass du gewisse Ketten fühlst von deinem Umfeld und diese Ketten gilt es zu erkennen und zu lösen. Diese Ketten halten dich zurück, sehe ich hier. Und wenn du das schaffst, die zu lösen, Stück für Stück, kannst du auch wie frei sein, oder? Ich meine, Wassermann ist das Sternzeichen der Freiheit und der Vision. Und wenn ein Wassermann nicht kreativ sein kann, wenn ein Wassermann nicht seine Ideen hinausbringen kann, ja, dann verkümmert er, dann ist er wie ein Apfelbaum ohne Äpfel.
ohne Früchte. Der braucht das. Also ich bin davon überzeugt, dass das jeder Mensch braucht. Aber vielleicht der Wassermann und vielleicht zum Beispiel Schütze braucht das auch ganz stark, brauchen es umso mehr. Schauen wir nach, nehmen wir noch eine, 2025. Ich glaube, das ist eine gute Karte. Schauen wir mal. Glücksrad, Glück und richtiges Timing. 23. Sehr spannend. Das Glück ist auf deiner Seite, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen. Also es kann, ganz wichtig, du musst eben selbst gehen. Viele warten einfach darauf, dass das Universum an die Tür klopft. Aber es passiert nicht. Das Universum bringt dir Chancen, aber du musst sie wie selbst nehmen. Und dafür musst du aufstehen und vielleicht 3 Schritte machen und dann annehmen. Jetzt so, ganz grob gesagt. Schauen wir mal weiter, lieber Wassermann. Dein Hauptthema, was dich das ganze Jahr über begleitet. Mit was für einer Energie wirst du konfrontiert? Oder mit was für einer Energie beschäftigst du dich? Oder solltest du dich beschäftigen, lieber Wassermann? Oha, 6. Kelche. Fühlt sich... nehmen wir noch eine. Ich weiß nicht warum, fühlt sich nach Vorleben an. 9 der Münzen. Ich bekomme verschiedene Dinge rein. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Also ich sehe, dass eventuell ein Vergangenheitsthema oder ein Thema, was du schon länger hast, dass das ganz stark präsent wird. Aber es ist ein positives Thema. Es ist nichts Schlechtes. Es kann ein Vergangenheitswunsch sein, ein Wunsch, welcher du vielleicht vor 10 Jahren schon hattest oder was dich schon ein Leben lang begleitet, ein Wunsch oder ein Vorhaben. Und das wird ganz stark Thema, sehe ich hier. Kann auch sein, dass du dir diesen Wunsch erfüllen kannst oder ein Teil davon. Es kann aber auch mit Seelenaufgabe zu tun haben, dass es dich irgendwo hinzieht, schon länger, aber es muss wirklich schon länger ein Thema sein. Und dass du es jetzt im 2025, dass es Form annimmt oder dass du das oder vielleicht auch Geld zur Seite legst oder es einfach Form annimmt, dass es wie greifbarer ist. Bei anderen sehe ich hier eine wichtige Seelenverbindung, die jetzt oder ein Seelenvertrag, der aktiv wird im 2025. Ganz wichtig, mit Seelenvertrag meine ich nicht, Seelenverträge sind nicht nur liebestechnisch, ganz, ganz wichtig. Du hast mit deinen Eltern auch einen Seelenvertrag, mit deinen Geschwistern, mit Personen, denen du begegnest. Einige sind intensiver, vielleicht sind alle wichtig, aber einige sind vielleicht wirklich etwas dominanter oder wichtiger für deinen Weg, weil sie wie eine Wendung mit sich bringen. Und ich habe das Gefühl, hier kommt wie eine Art Seelenvertrag bei einigen, wird aktiviert. Das heißt, dass hier eine Person kommt, wo du einen Seelenvertrag hast. Es kann aber auch eine Erfahrung sein, wenn du vielleicht oder einen Weg, wenn du einen Seelenvertrag hast oder du hast in deinem Lebensplan irgendein Vorhaben drin, dass das jetzt aktiviert wird. Oder eben ein Seelenvertrag mit einer Person. Könnte Thema werden, muss aber nicht. Aber es fühlt sich positiv an. Nichts Negatives, ganz, ganz wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass es um eine Vergangenheitsperson geht, die du schon kennst. Ich habe eher das Gefühl, oder wenn du die Person schon kennst, dann ist es eher freundschaftlich. Aber ich habe das Gefühl, es geht um einen Seelenvertrag, der aktiv wird jetzt. Vielleicht kennst du die Person auch schon länger, kann auch sein, aber sie ist eben positiv. Schauen wir mal. 6. Kelche, vielleicht bekommen wir mehr.
Oh, das ist aber ein starker Vertrag. Sehr starker Vertrag. Sehr, sehr starker. Also du kennst diese Person schon länger. Viel, viel länger. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass du mit dieser Person schon mehrere Leben hattest, wenn es um einen Seelenvertrag geht. Und dass jetzt die Zeit reif ist, dass irgendetwas aktiv wird. Es kann eine Liebesbeziehung sein, muss aber nicht. Ganz wichtig, kann auch eine Geschäftsbeziehung sein. Oder dass man sich durch diese Begegnung wie etwas aufzeigt oder dass man dadurch etwas lernt, was man loslassen soll, welchen Weg man zurücklassen soll, etwas Schweres. Sehr spannend. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon immer gemerkt, ob ich jemand schon aus einem vorherigen Leben kenne oder nicht. Also ich habe einige Begegnungen gehabt, wo ich sofort gewusst habe, die Person kenne ich schon länger. Einfach so. Und das ist noch interessant, also wenn man wirklich ins Fühlen geht, es auf den ersten Impuls hört, dann merkt man das eigentlich, ob man diese Person schon aus einem anderen Leben kennt. Sei das freundschaftlich, liebestechnisch, was auch immer. Schauen wir mal, was ist denn das größte oder welche Hindernisse könnten in 2025 kommen? Wo dürfen wir hinschauen? Wo oder was sollten wir uns ein bisschen zu Herzen nehmen? Oha. Ja, spannend. König der Schwerter, Luftenergie, dein Element. Wir haben 8 der Kelche, 8 der Stäbe und 10 der Schwerter. Also ich sehe, dass hier ganz klar ein neuer Pfad liegt, eine Art Tor. Aber es ist ja so ein bisschen die Herausforderung, die wir ja hier haben. Und ich sehe, dass man Mühe hat, was zurückzulassen. Weil 8 der Kelch ist immer, wie soll ich sagen, das ist immer so eine Karte, so eine Energie von man sieht ein, dass all diese Kelche nicht zu einem gehören. Und man macht sich auf den Weg, weil man fühlt, mein Kelch oder meine Bestimmung liegt nicht hier bei diesen, sondern liegt woanders. Und man macht sich auf den Weg. Und das ist so ein Gefühl von, es tut einem weh, aber gleichzeitig ist es immer ein Gefühl von Befreiung. Ein Stein fällt vom Herzen, so wie man sagt. Aber es ist eine Herausforderung. Es ist nicht so einfach, sich das einzugestehen, dass etwas vielleicht nicht zu einem gehört. Das können Verbindungen sein, das können auch Wünsche sein. Es kann sein, dass du vielleicht einen Wunsch jahrelang mit dir mitgezogen hast und jetzt plötzlich erkennst, was mache ich da eigentlich? Eigentlich ist das gar nicht mein Wunsch. Eigentlich ist das mein Wunsch von meinem Partner, gar nicht meiner. Und diese Akzeptanz ist nicht so einfach, vor allem wenn man vielleicht jahrelang in den anderen Weg investiert hat. Und hier kommt einfach etwas und ich sehe, dass eben dieses Eingestehen nicht so einfach ist, aber dass es einen befreit. Es kann auch etwas Kleines sein, es kann eine Gewohnheit sein, ein Glaubenssatz, was auch immer. Und ich sehe auch, dass hier ganz viele Zeichen kommen, die das bestätigen. Es kann auch sein, dass hier eine wichtige Nachricht kommt, die genau das bestätigt, was man eigentlich schon lange weiß. Also es ist eigentlich etwas, was du schon weißt, was es ist. An das, was du denkst, ist es wahrscheinlich jetzt gerade. Und du hast unzählige Zeichen schon bekommen und es kann sein, dass du vielleicht eine Nachricht oder eine Information bekommst, vielleicht unerwartet, die genau das bestätigt, dass der neue Weg genau der richtige ist und dass du den alten Weg, sage ich jetzt mal, nennen wir es mal Weg, zurücklassen darfst. Und das ist so ein Prozess, sehe ich hier. Und ich sehe auch, dass es ein bisschen weh tut, weil 10 der Schwerter heißt wirklich, ich mache jetzt einen Cut. Jetzt ist fertig. Hier kommt eine Art Ende, was aber nötig ist, damit der Neuanfang kommt.
Und 10. Schwert ist immer so eben, es tut weh, aber es ist nötig. Man weiß, dass es nötig ist. Schauen wir mal. Denkt daran, Transformationsjahr. Transformation heißt immer, man sagt auf Wiedersehen zum alten Ich, weil jetzt das neue Ich da ist. Oder das neue Ich, was das echte Ich ist, entstehen darf. Schauen wir mal 8 der Kelche. Hoch. Wir nehmen nur diese hier. Hier ist das Stopp. König der Kelche könnte auch um ein Wasserzeichen gehen, muss aber nicht. Es geht um die Intuition, seine Intuition vertrauen und sich auf diesen Weg führen lassen. Ja, es könnte auch eben um den spirituellen Weg gehen auch. Oder einfach, dass man sich mehr eingesteht, was ist jetzt mein Herzensweg. Dass man diesen auch geht. Ganz wichtig, die Hohepriesterin und 6. Kelche kann auch wieder auf diese Seelenverbindung hindeuten. Oder Seelenbestimmung. Weil hier zeigt sich ein Ziel, ganz klar. Das hat etwas mit diesem Seelenvertrag oder Seelenbestimmung zu tun. Aber es ist nicht so einfach, diesen Weg zu gehen. Es ist wirklich ein Prozess, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, 8 der Stäbe. Ja, also diese Zeichen, achte dich wirklich darauf, weil diese Zeichen, wenn du sie wirklich anerkennst, die bringen dich vorwärts, die geben dir Halt, die geben dir Mut, die bestätigen ein Gefühl von dir, ganz klar. Weil wir haben hier die Leichtigkeit. Und die Kraft ist auch ein Vorbote für Erfolg, wenn man dieser Bestätigung auch vertraut und nicht zerdenkt und zerdenkt und zerdenkt und dann macht man trotzdem nichts. 10. Schwerter, was bedeutet 10. Schwerter? Warum 10. Schwerter? Der Stern. Warum 10. Schwerter? Ja. 5 der Stäbe, wieder diese, so ein bisschen Energie vom Kampf. Irgendein Sternzeichen hat diese Energie auch, ich weiß aber nicht mehr welches. War es Krebs? Bin nicht mehr sicher. Es zeigt eine Art inner Konflikt lösen, also wirklich sich nicht mehr von außen beeinflussen lassen. Und das ist aber eben, dass man dort wie einen Cut macht, sich abgrenzt von solchen Energien. Und ich sehe auch, dass hier der Stern, dass deine Energie und auch die Karte der Visionen und Ass der Münzen, die Karte des Erfolges und des inneren Reichtums, sehe ich aber, dass die Karte da liegt. Das heißt immer, dass solche Chancen möglich sind. Aber dafür braucht es wie einen Cut irgendwo. Irgendwo braucht es wie einen Schlussstrich. Damit eben dieser Neuanfang, diese Leichtigkeit und dass dieser Stern hier auch erblühen kann. Damit du auch Platz hast für diese Chance. Also sehr intensiv. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Lieber Wassermann, 2025, dein Rat. Ja, ins Tun gehen. Ins Tun gehen. Immer, also in die Handlung gehen, aber denk daran, nicht im Kampfmodus, in die Handlung gehen. Und aber immer regelmäßig abwägen, investiere ich jetzt meine Energie in etwas Sinnvollem, was mich wirklich bereichert, oder bin ich zurück zum Ego oder zur Gewohnheit zurückgekehrt? Investiere ich meine Zeit, meine Energie wirklich in das, was wichtig ist für mich? Regelmäßig abwägen, will ich das? Ja, nein. Möchte ich da Energie investieren? Zeit, Geld investieren? Ja, nein. Regelmäßig abwägen. Es kann nämlich sein, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, aufpassen, dass du deine Zeit nicht verschwendest mit unnötigen Dingen. Ganz, ganz wichtig. Perfektionismus nehme ich auch wahr bei einigen. Vor allem, wenn du noch Stier oder Steinbock oder Jungfrau-Platzierungen hast in deinem Geburtshoroskop. Also alle, die vor allem ganz stark Erdenergie noch haben, aufpassen, sich nicht im Detail verlieren.
Was liegt im Schatten? Was siehst du nicht? Was möchte sich dir zeigen? Bube der Schwerter und 7 der Münzen. Schon wieder diese Information. Irgendeine wichtige Information, könnten auch mehrere sein. Irgendeine wichtige Information könntest du per Zufall bekommen oder finden. Sie ist sehr, sehr wichtig, weil diese Information hilft dir dabei zu erkennen, wo du Früchte ernten kannst. In Menschen, Karriere, Gesundheit, wo auch immer. Aber diese Information ist richtig wichtig, dass du sie annimmst und damit arbeitest, habe ich das Gefühl. Es kann auch ein Wissen sein, Wissen oder Information. Aber es hat sich dir noch nicht gezeigt, es wird sich dir im Verlauf vom Jahr zeigen. Nimm es an, weil es ist wichtig. Ja, mein lieber Wassermann, sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Lass gerne ein Like, ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.